Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem hübschen Dreieckstuch. Das Ganze werde ich mit einem vierfädigen Farbverlaufsbobbel häkeln, der von Vanille in lila Töne und später in Ultraviolett übergeht. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Ich beginne mit einem Fadenring. Dazu lege ich den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen um den Daumen herum zweimal und halte den Endfaden mit kleinem und Ringfinger fest. Dann kann ich an der Schlaufe am Daumen durchgehen und mir den Spannfaden aus der Mitte holen und direkt 3 Luftmaschen abhäkeln und habe so meinen Magic Ring. Dann könnt ihr die Schlaufe so ein bisschen anpassen und wir häkeln weiter um beide Fäden herum, denn später können wir dann an dem kleinen Faden das Ganze zuziehen. Wenn euch das Ganze zu schnell war, habe ich 3 Videos, einmal für feste Maschen, für halbe Stäbchen und für Stäbchen, den magischen Ring auch auf meinem Kanal. Ansonsten gibt es noch jede Menge andere Videos im Netz. Wir brauchen nun insgesamt 9 Stäbchen, die Steigeluftmaschen zählen bereits als erstes. Das heißt, wir häkeln jetzt um beide Fäden herum, darauf achten, dass wir diese nicht spalten, sondern wirklich drum herum häkeln, noch 8 Stäbchen. Nachdem wir dann unsere 9 Stäbchen gehäkelt haben, können wir am kleinen Faden das Ganze schön fest zuziehen und haben dann so eine hübsche Muschel. Und das war dann schon Reihe 1. Reihe 2. Wir beginnen mit einer Luftmasche und müssen nun am Anfang in die erste Masche und in die letzte Masche jeweils 2 feste Maschen häkeln, also eine Zunahme machen. Steche in die erste Masche ein und häkle dort 2 feste Maschen hinein. In die nächsten Maschen bis auf die andere Seite jeweils eine feste Masche häkeln. Und am Ende der Reihe das Ganze hier mal so ein bisschen auseinanderziehen. In der Steigeluftmasche, in der dritten Masche von unten angezählt, stechen wir ein und häkeln dort unsere 2 festen Maschen hinein. Und das war dann schon Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 beginnt mit 4 Steigeluftmaschen für die Höhe eines Doppelstäbchens und nochmal 3 Luftmaschen zum Rüberkommen. Danach einen Umschlag und in die gleiche Einstichstelle, also direkt am Fuß der Masche, einstechen und ein Stäbchen häkeln. Das Doppelstäbchen am Anfang und am Ende ist dazu da, dass das Tuch weiterhin schön flexibel bleibt. Würden wir jetzt mit einem Stäbchen anfangen, wäre der Rand stramm. Und ich persönlich mag es nicht, wenn das Tuch wie ein Rahmen bekommt. Wenn, dann soll es auf ganze Masse hin schön geschmeidig bleiben. Nachdem wir dann unser großes V am Anfang gehäkelt haben, aus einem Doppelstäbchen, 3 Luftmaschen zum Rüberkommen und einem Stäbchen, kommen 3 Luftmaschen. Dann lassen wir 3 Maschen frei und häkeln in die Mitte der Muschel in den nächsten 3 Maschen jeweils eine feste Masche hinein. Dann 3 Luftmaschen. Und auch hier am Ende, die Masche zieht sich so ein bisschen zur Seite weg, machen wir einen Umschlag, gehen in die letzte Masche hinein, häkeln ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Umschläge und in die gleiche Einstichstelle dann ein Doppelstäbchen. Durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen,
und durch 2 Schlaufen, also 3-mal durch 2 Schlaufen. Und das war schon Reihe 3. Kommen wir zu Reihe 4. Nun verteilen wir wie hier unsere 9 Stäbchen. Das Doppelstäbchen häkel ich auch nur bei den Vs. Das reicht auch aus, damit das Tuch keinen Rahmen bekommt. Bei den Muscheln, die wir dann häkeln, könnt ihr ganz normal mit einem Stäbchen anfangen. Wir beginnen also mit 3 Luftmaschen für ein Stäbchen, machen einen Umschlag und häkeln nun um die Kette mit den 3 Luftmaschen 7 Stäbchen drumherum. Und das letzte 8. Stäbchen häkeln wir in das Stäbchen des Vs hinein. Und mit den Steigeluftmaschen haben wir dann insgesamt 9 Stäbchen. 2, 4, 6, 8, 9. Nachdem wir das dann haben, kommen wieder 3 Luftmaschen und eine feste Masche in die Mitte der 3 festen Maschen. 3 Luftmaschen und am Ende genau das gleiche. Das erste Stäbchen kommt in das erste Stäbchen des Vs hinein. Danach 7 Stäbchen um die Luftmaschenkette. Und am Ende dieses 8. Stäbchen, da ziehen wir alles so ein bisschen zur Seite, machen einen Umschlag und gehen in die 4. Steigeluftmasche von unten angezählt hinein und häkeln dort unser letztes Stäbchen hinein, denn wir wollen ja schließlich hier von dem V nicht das Doppelstäbchen einfach verschlucken und wieder kürzen. Und so sollten wir dann auch wieder 2, 4, 6, 8, 9 Stäbchen für die Muschel gehäkelt haben. Und fertig ist unsere Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5. Reihe 5 besteht dann wieder aus festen Maschen. Wir beginnen mit einer Luftmasche, wenden und müssen ins erste und letzte Stäbchen dieser Muschel 2 feste Maschen häkeln. In die eine Masche für jeweils eine Zunahme. Die restlichen Stäbchen werden mit jeweils einer festen Masche behäkelt. Und in das letzte Stäbchen wieder 2 feste Maschen. Drei Luftmaschen, rüber zur nächsten Muschel, ins erste Stäbchen 2 feste Maschen, die restlichen Stäbchen mit jeweils einer festen Masche behäkeln und am Ende der Reihe in den Steigeluftmaschen, in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und nochmal 2 feste Maschen in diese eine Masche häkeln. Und fertig ist Reihe 5. Kommen wir zu Reihe 6. Mit Reihe 5 haben wir die Muscheln dann abgeschlossen und kommen jetzt wieder zum V. Dazu häkeln wir 4 Steigeluftmaschen für ein Doppelstäbchen, das hatte ich ja bereits vorhin schon erklärt, 3 zusätzliche Luftmaschen, um rüberzukommen, dann einen Umschlag und direkt am Fuß der Masche einstechen und ein Stäbchen häkeln.
und haben somit unser großes V gehäkelt. 3 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ab der 4. 3 feste Maschen häkeln. Dann sollte es so aussehen. 3 Luftmaschen. Und nun müssen wir ein neues V erzeugen, und zwar zwischen diesen beiden Muscheln um diese gerade Kette herum. Dazu machen wir einen Umschlag und stechen in die Mitte dieser Dreierkette ein und häkeln ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Also das Doppelstäbchen bei den Vs wird nur am Anfang und am Ende, damit der Rand schön elastisch bleibt, gehäkelt. Ansonsten im Tuch selber werden die Vs aus einem Stäbchen, 3 Luftmaschen und einem Stäbchen gehäkelt. 3 Luftmaschen, 4 Maschen freilassen und in die 5. einstechen und ab dort 3 feste Maschen über die Muschel häkeln. 3 Luftmaschen und nun am Ende in die letzte feste Masche einen Umschlag und ein Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und nun für ein Doppelstäbchen 2 Umschläge in die gleiche Masche einstechen, Faden holen, durch 2 Schlaufen, Faden holen, durch 2 Schlaufen und ein drittes Mal Faden holen, durch 2 Schlaufen und somit die Reihe mit einem Doppelstäbchen beenden. Kommen wir zur Reihe 7. Reihe 7 beginnt wieder damit, dass wir die Stäbchen der Muscheln verteilen. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für das erste Stäbchen. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen und häkeln 7 Stäbchen um die Kette herum. Und das 8. Stäbchen kommt dann in das letzte Stäbchen des Vs hinein und dann müssten wir 9 Stäbchen insgesamt mit den Steigeluftmaschen haben. 2, 4, 6, 8, 9. Es folgen 3 Luftmaschen und danach eine feste Masche in die mittlere Masche der festen Maschen. 3 Luftmaschen. Nun rüber zum neu gestalteten V. In das erste Stäbchen des Vs einstechen und ein Stäbchen häkeln. 7 Stäbchen um die Kette herum. Und das letzte Stäbchen in das Stäbchen des Vs hinein. Und auch hier müssten wir dann wieder 2, 4, 6, 8, 9 Stäbchen haben. 3 Luftmaschen und in die mittlere feste Masche der 3 festen Maschen eine feste Masche häkeln. 3 Luftmaschen und am Ende angekommen in das letzte V, ins erste Stäbchen ein Stäbchen, dann 7 Stäbchen um die Kette herum häkeln, danach können wir das Ganze so ein bisschen zur Seite wegschieben, um das letzte Stäbchen in der 4. Steigeluftmasche von unten angezählt einzustechen und hineinzuhäkeln, damit wir hier das Doppelstäbchen in der Vorreihe nicht verschlucken. Und fertig ist unsere Reihe. Kommen wir zur Reihe 8. Reihe 8 werden wieder die festen Maschen verteilt. Wir beginnen mit einer Luftmasche und in die erste Masche 2 feste Maschen häkeln.
Über die restlichen Stäbchen der Muschel jeweils eine feste Masche und am Ende in das letzte Stäbchen 2 feste Maschen. Danach kommen 3 Luftmaschen und direkt rüber in die nächste Muschel. In das erste Stäbchen eine Verdoppelung reinhäkeln aus 2 festen Maschen. Danach über jedes Stäbchen nur eine feste Masche. Und in das letzte Stäbchen der Muschel 2 feste Maschen. Drei Luftmaschen und rüber in die letzte Muschel. Erstes Stäbchen 2 feste Maschen. Die restlichen Stäbchen mit jeweils einer festen Masche behäkeln. Und am Ende der Reihe in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und 2 feste Maschen in diese eine Masche häkeln. Und fertig ist unsere Reihe 8. Und die nächsten Muscheln sind somit fertig. Werden wir jetzt wieder unsere Faust verteilen. Wir beginnen wieder mit 4 Steigeluftmaschen für ein Doppelstäbchen, dann 3 zusätzliche Luftmaschen zum Rüberkommen und häkeln direkt ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle, um unser großes V dort hinein zu häkeln. Danach machen wir 3 Luftmaschen und häkeln unsere 3 festen Maschen in die Mitte der Muschel. 3 Luftmaschen und danach müssen wir wieder neue Vs erzeugen, die jeweils in diese kleine Dreierkette zwischen den Muscheln gehäkelt wird. Und am Ende das gleiche dann wie am Anfang. Erst ein Stäbchen in die letzte Masche, 3 Luftmaschen und dann 2 Umschläge, um ein Doppelstäbchen ganz zum Schluss zu häkeln. Und mehr ist das auch nicht. Und so wiederholen sich die Reihen. Ich werde euch unten eine Zeitleiste einfügen, damit ihr dann immer wieder zurückswitchen könnt. Ich finde, dieses Muster ist einfach super. Man kommt vor allen Dingen schnell voran und es gibt eine wunderschöne Optik, da sich die Muscheln auf Masse hin auch so ein bisschen hervorheben. Ich hoffe, euch hat das Muster gut gefallen. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen und habt genauso viel Spaß an diesem Tuch wie ich. Ich nehme euch natürlich mit, wie mein Tuch weiter wachsen wird und zeige euch dann gleich noch das Endergebnis. Viel Spaß beim Nachwerkeln und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.